Das Modellieren ist der Ausgangspunkt meiner Arbeit, die Konstruktion der Form, das Zusammenfassen der einfachen Grundformen hier mit der Plastiline. Ein gewisses Vorstellungsvermögen ist vorausgesetzt, was dann eine Reduktion der Mittel zulässt. Und das Ganze bezieht sich auf ein Gesamtmaß und Proportionen, die sich daraus ableiten, vergleichende Strecken innerhalb bestimmter Bezugsgrößen innerhalb des Körpers und der Gesamtlänge, die jetzt hier auch mit Hilfe des kleinen Modells übertragen werden in den Eichenstamm, eine Roteiche, wo ich oben diese Gabel erstmal weggesägt habe und jetzt zum Beispiel den Sockel anzeichne, um mir Bezugsflächen und Kanten zu holen. Man kann durch die Säge, hat man ja immer eher flächige Schnittkante und dadurch tue ich das Ganze auch ein wenig kubistisch zusammenfassen. Hier natürlich von außen nach innen, genau umgekehrt. Das Modellieren ist ja so ein bisschen diese reine Bildhauerei, so wie es vom Anfang an her war. Und wenn ich jetzt von außen nach innen arbeite, ist es natürlich dann eher ein Wegschnitzen, ein Abtragen, also der genau umgekehrte Prozess, der mit Hilfe des Modells anvisiert wird, nicht in einer dogmatischen Art und Weise sich auf anatomische Korrektheit und Details zu konzentrieren, sondern auf eine proportionsmäßige Ganzheit der Figur, auf ein Gefüge, ohne anatomische Bezüge zu sehr in den Vordergrund zu drängen, sondern hier mit der Säge erst einmal in kubistischen Schnitten mich anzunähern. Das Ganze bietet sich natürlich an, weil, wie schon gesagt, die Säge diese flächigen Schnitte ermöglicht. Deshalb tue ich hier nicht mathematisch, nicht im mathematischen Sinne, sondern im freien Sinne eher Flächen suchen. Und eine Fläche ist für mich auch unter der Rindenkante, also eine gerundete Fläche, die mir schon Bezugspunkte geben kann, wo ich zum Beispiel eine Hand, eine Schulter anordnen werde und so weiter. Ja, das ist jetzt eher ein handwerklicher Prozess, der jetzt hier auch dem Stamm geschuldet ist, der so schwer war, dass er eben da lag und wir den nicht aufrichten konnten, weil da kein schweres Gerät zur Verfügung war. Ich habe also erstmal was wegsägen müssen, was natürlich auch meiner Arbeit entgegenkommt, die sich, wie man hier sieht, auf die Vorderseite, auf das vordere Höhenrelief der Figur bezieht, die natürlich dann eine vollplastische Ausformung erfährt. Wie man jetzt hier sieht, dass ich von vorn eben nach hinten gehen werde. Ich arbeite mich an die höchsten Punkte heran, was einer sehr dynamischen Haltung, wie es hier auch angestrebt wird, nahe kommen soll, dass wir nämlich hier natürlich Achsverschiebungen haben und dass wir zum Beispiel ein Absenken der Schulter- und Brustachse haben, die Figur im Kontrapos steht. Jetzt haben wir die hier aufgerichtet, übrigens mit mehreren Leuten. Man hat gesehen, wie schwer und massiv dieses Material ist. Und hier also noch gesichert alles in zu großen Formen, wo erst einmal alles zusammengefasst ist. Dann neigt man natürlich, das erst einmal zu groß zu machen. Und jetzt ist es daran, mithilfe des Auges, also nicht nach Schema F, sondern auch nach Gespür, was mir Modell und eigene Modellation vorgeben, das jetzt zu übertragen und zu analysieren, wo ist hier sozusagen ein Gleichgewicht in dieser Figur, wo muss ich da noch was wegschneiden, dass ich hier wieder eine ausgewogene Spannung hinbekomme, wo es nicht nur um vordergründige Anatomie geht, sondern ein gesamtheitliches Gefüge eben zu erschaffen. Und hier ist es eben kurios, dass diese Flügel wie eine reliefartige Grundplatte erzeugen, worauf der Körper als eine Art Höhenrelief hervortritt. Also wie bei einem Hochrelief könnte man sagen, was mich quasi fast schon dazu zwingt, von vorne heranzuschneiden mich und dann eben nach hinten zu gehen. Das Ganze kann ich jetzt sehr sicher abmessen, wenn sozusagen die vordere Silhouette stimmt, kann ich das nach hinten übertragen. Ja, man sieht hier, die Konstruktion der Form findet jetzt natürlich auch in den Details statt, dass auf dieser ganzheitlichen Grundform dann weitere Details und plastische Ausformungen des Körpers aufgebaut werden, so Nebenformen dazukommen. Und hier durch diese Ganzheit der Figur nochmal durch weiße Farbe unterstreichen. Ja, viele haben mich gefragt, warum streichst du das Weiß an? Diese eher feuchte Eiche neigt zu einer sehr starken Maserung, die die Form durchaus zerstören kann. Und das Weiß zieht diese Form wieder zusammen.
und hilft mir also mehr, den Gesamteindruck zu wahren und auf die Ganzheit der Figur wieder eingehen zu können und diese ausgleichenden Bewegungen hinzubekommen, des Kontrapost und diese weichen, zarten, ja, Oberflächenformen des Körpers also jetzt hier anzuvisieren. Das Ganze ist natürlich nicht ohne mein Modell möglich. Vorher habe ich alle gedanklichen Schritte, bin ich durchgegangen am Modell, die ich jetzt auch hier in einer eher handwerklich grundlegenden Form abarbeiten kann. Da ist mir zum Beispiel aufgefallen, ich muss genauer abmessen und habe jetzt nochmal den Kopf nachgesetzt komplett, dass ich überall nochmal genau abgemessen habe mit dem Zirkel, dann entsprechend meines Vergrößerungsfaktors abgemessen habe und das nochmal genau weggeschnitten habe, weil man gesehen hat, dass die Massen zu groß sind. Ja, ja, hier auch wieder ein Zusammenfassen der Formen mit einfachen Stichen, die mir natürlich meine Eisen anbieten. Idealerweise sind das Hohlungen von einem Stich 8 bis 5, die sich sehr gut einsetzen lassen, oder auch ein Stich 3 von bestimmten Herstellern, wie zum Beispiel der Marke Pfeil, die eine durchaus interessante Hohlung aufweisen, die man wundervoll an diesen Oberflächenmodellierungen ansetzen kann, die mir also mein kleines modelliertes Modell vorgeben und die ich jetzt hier einfach Größen entsprechend einsetzen kann. Aber auch ein schräges Balleisen erzeugt einen ziehenden Schnitt und lässt sich im feuchten Holz natürlich wunderbar einsetzen, ohne großen Kraftaufwand. Ja, man sieht, die grundlegenden Drehungen sind eingearbeitet. Das stellt die größte Schwierigkeit dar beim Herausarbeiten. Auch hier wieder das Weiß, um mir die Formen eher zusammenzuziehen. Und dann ist es natürlich auch ein interessantes Vorgehen, wo habe ich überall abgearbeitet an diesem Tag. Ja, wir sehen hier eine Zeitrafferaufnahme während des Symposiums in Garbesdorf und da kamen also auch viele Besucher vorbei, die hier zugeschaut haben und mit denen ich gesprochen habe. Ja, diese Detailformen bauen immer auf der grundlegenden Form auf. Dazu gibt es von mir auch einen Videokurs, wie ich an einer Leiste schnitze. Und das lässt sich dann sogar auf komplizierte große Arbeiten anwenden. Das System, dass ich also von der Grundform zu den kleineren Detailformen komme und auch zu Individualformen, wie hier bei diesem ja, jugendlich jungenhaft anmutendem Engel. Und da kommen natürlich auch handwerkliche Aspekte zum Einsatz, dass hier natürlich auch eine Reihe von Maschinen, die uns da heute geboten werden, ja, einsetzbar sind und so auch sehr schön diese neuen Raspelscheiben, die jetzt zu einem günstigen Preis, ich verlinke sie unter dem Video, zu kaufen sind. Da habe ich mir also gleich ein ganzes Set gekauft, die mir auch ermöglichen, diese Hohlformen schön herauszufräsen, und mit so einer Raspelscheibe, selbst wenn die nur für 3, 4 Arbeiten halten sollte, lohnt sich der Preis am Ende. Wenn man diese Arbeiten auch verkaufen möchte, ja, dann ist das durchaus eine schöne Erleichterung, weil sie eben auch schöne Flächen hinterlassen, und idealerweise nimmt man da eine Flex mit Geschwindigkeitsregelung, um Vibrationen aus dem Weg zu gehen. Ja, ich arbeite hier wieder in zusammenfassenden Formen. Ja. Es geht immer darum, sich vom Kopf her zu verstehen und zu überlegen, wie kann ich Formen zusammenfassen, dass ich niemals mich auf Details fokussiere, sondern diese Fußnägel, die ich jetzt hier reinschneide, waren gewissermaßen schon etwas zu früh, weil die Arbeit noch ein wenig zu wuchtig, zu massig ist, ja, und es braucht ja noch mehr Zeit für Ausarbeitung. Das mache ich aber auch mit der Raspel, weil diese Raspel hilft mir, verschiedene Kanten, die von der Säge oder vom Schnitzeisen übrig bleiben, eher zusammenzufassen zu einer teigigen Grundform, aber nicht im Sinne von einer unklaren Form, sondern einer schönen, fließenden, ja, weichen Form, wo nicht nur anatomische Bezüge im Vordergrund stehen, sondern auch die Ganzheit der Form wieder unterstützt wird. Ja, ich habe dieser Figur hier so ein kleines Tuch, sollte es werden. Es sieht zwar mehr aus wie eine Hose. Das hängt so ein bisschen mit meiner Druckgrafik zusammen, die ich dazu noch angefertigt habe, wo auch das so gestaltet ist. Und das übertrage ich natürlich entsprechend meines Modells mit einfachen grundlegenden Formen, die ich auch mit der Kettensäge einarbeiten kann, auf das Holz. Und das Holz hat natürlich den Vorteil, dass ich bei einem Lichtgefallen, wenn jetzt ein
potenzieller Kunde diese Arbeit haben möchte, natürlich auch diese Stoffteile wegarbeiten kann, um es komplett klassisch darzustellen. Ja, als ich dann weiter vorangegangen bin, habe ich die Arbeit mal zu Hause hingestellt. Ich hätte die Möglichkeit gehabt, sie einfach vor Ort in einem Park aufzustellen. Das hat mir aber nicht gefallen. Ich habe gemerkt, da fehlt noch was. Und ich wollte sie auch nicht der Witterung preisgeben, sondern ich habe tatsächlich die Flügel schön ausgearbeitet. Irgendwie kam mir der Eindruck beim Modellieren, ich gebe dieser Figur jetzt noch Flügel. Das war nicht geplant von Anfang an, sondern ist so entstanden. Und dann habe ich beim Stamm gemessen und siehe da, es passte rein. Der war so eigenartig gewachsen, etwas nicht ganz symmetrisch und mit dieser Gabel, dass er mir Breite und Dicke ermöglicht hat, um diese Figur auch recht groß da reinzubekommen. Und materialtechnisch auch völlig in Ordnung, weil diese dünnen Flügel natürlich auch sich gut in einem Holzstück machen lassen, was dann auch recht schnell trocken wird und nicht zu riesigen Rissen neigen wird. Ja, ich habe die noch weiter ausgearbeitet und immer darauf geachtet, plastische Bezüge einzuarbeiten, dass also die Federn eher als kleine polsterartige Kissen erscheinen, die dann mit Federkielen oder Imitaten solcher Kiele übersät oder beschnitzt werden, aber dennoch so geschickt, dass es nicht zu zwanghaft wirkt. Ja, hier bei dem Aushauen der Finger sieht man auch so ein kleines schräges Balleisen. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, natürlich an vollplastischen Arbeiten sehr schön geeignet. Ein ziehender Schnitt ermöglicht ein sehr sauberes Arbeiten und auch in Eckbereichen, in Vertiefungen, bei kleinen Hinterschneidungen oder auch mal bei Durchbrüchen genau zu arbeiten, um sich den Geißfuß zu schonen, weil man mit diesen Eisen auch wundervoll Ecken bearbeiten kann. Ja, ich habe das hier gefeilt oder geraspelt, konkret ist es ja eigentlich schon eine Raspel, und dann eben auch darauf aufbauen, noch weitere Detailformen wie diese Haut, die die Fingernägel umspannt, dort eingearbeitet. Und auch da kann man darauf achten, dass man den Fingernagel nicht einfach nur platt macht, sondern ihn als wirkliche Rundung darstellt, genauso wie die Augen und die darüber liegende Fettpolster, dass man das auch wirklich vollplastisch ausarbeitet, genauso wie die Lippen oder das Kinn und die Nase, ja, dass alles eine rundliche Form aufweist, um es einfach zu beschreiben, aber eben ein grundlegendes plastisches Konzept dahinter steckt, was man einmal sich aneignen muss, womit man sich beschäftigen muss. Natürlich sind das so ein bisschen klassische Formen, die man vielleicht schon aus der Vergangenheit kennt oder aus solchen Darstellungen in der Kirche und so weiter. Da ist sowas natürlich öfters gemacht worden und da habe ich mich natürlich auch nicht direkt bedient, aber irgendwie haben wir das ja auch in uns und ich habe das dann einfach hier so angewendet und es ist so entstanden. Ja, die Oberfläche soll auch so ein bisschen so bleiben, dass man da durchaus noch hier und da mal einen Schnitt sieht und die höchsten Stellen sind mit der Raspel bearbeitet. Das Holz neigt ja dann auch zu diesen Sprüngen, weil es ist ja Eiche und es war ein kompletter Stamm, der auch noch gewissermaßen feucht war und einen Kern hat. Das reißt also hier und da und die Oberfläche soll also so ein bisschen lebhaft bleiben, weil ich da auch einer vollständigen Ausarbeitung ein wenig aus dem Weg gehen kann, ja, weil dieses Material dann in sich wie im Prozess aussieht, dass man einfach sieht, das ist dann in Arbeit und weist so eine gewisse, dadurch auch eine Oberflächenspannung irgendwie auf, eine Dynamik, die diese ganze Figur dann trägt, sowohl in der Haltung als auch in der Oberflächenbearbeitung. Und man sieht, das ist einfach lebhaftes Holz. Und wenn ich das jetzt perfekt ausarbeiten würde, müsste ich es natürlich jetzt zum Beispiel alles genau schleifen. Das wäre aber so zeitaufwendig, dass das einfach nicht vertretbar ist. Ja, hier sieht man jetzt bin ich eigentlich am Endmaß angelangt. Da musste ich also auch beim anderen Fuß noch ein bisschen genauer nacharbeiten und da habe ich also auch versucht, diese Füße und diese Zehen schön klassisch zu arbeiten, dass sie wirklich sich aufbäumen, ja, und dass man da auch sogar noch im Fuß eine gewisse Spannung spürt. Deshalb deute ich auch hier so ein bisschen die Sehnen an, die zu den Zehen führen und raspel dann wieder aber auch Kanten und sowas weg. Hier ist jetzt
die Endbearbeitung. Ich komme langsam zum Ende und zum Schluss. Es ist also geglückt, das Aufbauen dieser einzelnen Elemente zu einer ganzheitlichen Form mit sich verschiebenden Achsen und ja, sich ausgleichenden Massen in einer Kontraposthaltung, in einer total klassischen Darstellung, die also auch gewissermaßen ein wenig zeitgemäß ist dann durchaus gelungen. Und jetzt kann ich hier auch hinten meine Hilfsfläche rausarbeiten, die das Ganze noch ein bisschen stabilisiert hat, um hier wirklich noch eine freie Leichtigkeit reinzubekommen, die sich also durch die Figur ziehen soll. Ja, diese Figur sucht auch noch ein neues Zuhause und die kann man bei mir anfragen, was es kosten wird, oder wenn man die dauerhaft ausstellen möchte oder auch gerne privat besitzen möchte, dann ist diese Figur also auch verfügbar, beziehungsweise auch das kleine Modell als Abguss und dergleichen mehr. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß bei den Bildern.